Freunde, KobeBjoern ist am Start. Heute mit einem Video über Allen Iverson versus Dwyane Wade, zwei der größten Shooting Guards aller Zeiten, die wir, wenn ihr so alt seid wie ich, beide spielen habt sehen dürfen. Und ja, man, ist einfach eine geile Debatte. Für die öfter dabei sind, ihr seht's schon, wir sind heute nicht bei mir im Wohnzimmer, sondern heute tatsächlich mal im Schlafzimmer. Das liegt daran, dass ich heute einfach nur den Raum zur Verfügung habe. Sollte aber trotzdem alles okay sein. Ich glaube sogar, dass die Audioqualität ein bisschen besser sein wird. Allerdings ist der Stuhl hier total unbequem. Aber egal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Also Allen Iverson gegen Dwyane Wade fand ich eine super spannende Frage. Auf Instagram wurde die gestellt. Und ja, Mann, also wenn wir anfangen, dann will ich auch kurz ein bisschen erklären, warum die beide für mich so wichtig waren. Also Allen Iverson war der allererste NBA-Spieler, den ich wirklich kannte. 2003 oder 2004 gab es ein Basketcover, wo er vorne drauf war. Die habe ich mir gekauft. Diese Basket, ich hatte mein allererstes NBA-Jersey, das ich verstanden habe, dass es ein NBA-Jersey ist. War von Iverson. Ich hatte als kleines Kind auch so ein uraltes Penny Hardaway Jersey aus Orlando von meinem Dad, aber wir wussten alle gar nicht, wer das ist. Wir hatten den nie spielen sehen oder so. Mein Dad hatte das einfach mal irgendwo randomly gekauft. Und Iverson war halt mein erstes Jersey, der erste Spieler wirklich, den ich kannte. Und dementsprechend habe ich seine Karriere extrem close gefollowt. Und habe ihn mir halt angeschaut, hab versucht natürlich am Anfang wie er zu spielen, habe dann aber schnell gemerkt, so ey, das ist einfach nicht mein Game. Und ja, Mann, also was ihn ausgemacht hat, wer ihn nicht als Spielen sehen, Iverson war einfach eine komplette Scoring-Maschine. Also was ihr heute vielleicht seht in einem Westbrook oder in einem James Harden, das war halt Iverson vor 15 Jahren ungefähr. Ja, doch, das kommt hin so man muss fast schon sagen, vor 20 Jahren, so vor 15 bis 20 Jahren, da war Iverson brutal, wirklich absolut brutal. Sein Scoring war nicht aufzuhalten. Die besten Verteidiger der Welt haben es versucht. Ich meine, sein Crossover war einfach, er war nicht zu stoppen. Und das Verrückte ist, bei Iversons Crossover, wir sagen ja immer Killer Crossover. Und ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, aber der eigentlich erste Killer-Crossover war von Tim Hardaway. Und Tim Hardaway hatte einen Crossover, der sehr nah am Körper und sehr schnell einfach war. Aber er ist nicht wirklich, also wenn das hier so euer Körper ist, eure Hüfte oder was auch immer, dann ist er nicht wirklich weit aus diesem Rahmen raus mit dem Ball. Also er hat den Ball jetzt nicht groß aufgezogen, sondern war einfach sehr schnell zwischen den Beinen und war dann vorbei. Und dann kommt 96, kommt Iverson in die NBA und fängt an mit seinem Crossover und zieht den halt echt hier drüben auf, nimmt ihn komplett rüber, switcht ihn hier auf die Hand, hat ihn hier komplett drüben und dann hatte der diese unnormal krasse Spannweite. Also der hatte jetzt nicht wie ein normaler Mensch so, halt ich bin 1,88 und meine Spannweite ist glaube ich genauso, auch ungefähr genauso lang oder vielleicht sogar ein bisschen kürzer. Ich habe nicht besonders große Hände. Aber bei Iverson, der hat halt eine Spannweite wie ein 2-Meter-Typ und hat es aber auf seinem Skinny Frame und zieht dann den Crossover hier auf, nimmt ihn komplett rüber und nimmt ihn da wieder. Und ich habe mich immer gefragt, so wie kann es sein, dass die besten Spieler der NBA ihn nicht stealen können, wenn der Ball so lange unterwegs ist. Und ich habe es einfach nie gecheckt, bis ich mich damit abgefunden habe, dass ich einfach gesagt habe, ey, weißt du was, der Crossover ist wahrscheinlich einfach so schnell. Und man kann das im Fernsehen nicht richtig erkennen, denn ihr kennt alle das berühmte Play, wo Iverson als Rookie gegen Michael Jordan spielt und sogar Michael Jordan crossed. Und das ist einer der besten Verteidiger aller Zeiten und das war 96. Das war 96er Michael Jordan, der Typ wusste, wie man Basketball spielt und wie man verteidigt und trotzdem hat Iverson ihn gecrossed. Und ja, also ein begnadeter Scorer. Absolut brutaler Crossover, konnte gegen jeden ziehen, war der schnellste Spieler der NBA ohne Vergleich. Also vielleicht dann später als Tony Parker, aber Tony Parker kam auch erst 2003 oder so in die NBA oder 2001. Da war Iverson halt schon voll dabei. Unfassbar, wirklich ein unfassbarer Spieler, monsterathletisch, obwohl er, was weiß ich, 1,78 wahrscheinlich nur war. Konnte er danken ohne Ende. Jetzt werden viele schreiben, nee, Iverson war 1,83. Der einzige Grund, warum überall steht, er war 1,83 ist, weil die Amis halt ein anderes System haben als wir.
Die haben ja ein anderes Messsystem. So, und die sagen dann halt für 1,83 sagen die 6 Foot. So, und wenn du ein Point Guard bist in der NBA oder überhaupt ein NBA-Spieler, dann wirst du auch bis zu einem gewissen Grad einfach nach deiner Größe bezahlt, weil dich ein Teambesitzer, der bezahlt dich, also der kennt dich ja nicht unbedingt, oder der Manager. Die sehen dich spielen und alles, aber die vergleichen dann halt auch irgendwann so, okay, ist der denn groß genug, dass er zum Beispiel einen Russell Westbrook verteidigen kann? Ist er groß genug, dass er einen Kyrie Irving verteidigen kann? Und deswegen wurde Iverson immer offiziell als 6 Foot, also 1,83 gelistet. In Wirklichkeit war der locker nur 1,78. Halt, ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand gesagt hat, der ihn getroffen hat, ja, der ist voll groß, der ist 1,83. Die sagen alle, der ist wesentlich kleiner. Und deswegen sage ich halt immer, wie krass dann seine athletischen Fähigkeiten aber doch waren, dass er mit 1,78 so krasse Leistungen gebracht hat in der NBA. Jedenfalls, was noch interessant war bei Iverson, er hatte eine sehr, sehr gute Defense, wenn er wollte. Er hat vor allem, dadurch, dass er sehr lange Arme hatte, was ich schon gerade erklärt habe, hat er krass immer in der Defense Steals geholt. Ich glaube, der war auch ein paar Mal Steals Leader in der NBA. Und das war so Hit and Miss mit ihm. Also manchmal hatte er Bock, Defense zu spielen und dann dachtest du dir wirklich, boah, halt, Digga, würde er jedes Mal so spielen, dann hätten die Leute noch einen ganz anderen Respekt für ihn. Aber er hat halt nicht immer gute Defense gespielt. Das liegt aber auch daran, dass er halt vorne jeden Wurf genommen hat. Also in diesen Sixers-Teams, er war halt wirklich immer die erste Option, natürlich sowieso, aber er war auch die zweite, dritte und vierte Option. Und das erklärt auch seine brutal schlechten Quoten, wo wir jetzt dann gleich im Vergleich mit Dwyane Wade draufkommen, dass das halt ein kleines Problem ist, diese Wurfquoten. Also der hatte echt, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, in jeder Saison irgendwie 42%, 41%, manchmal 39% aus dem Feld. Und das ist halt schon brutal schlecht, auch wenn du der Franchise-Player und Superstar-Scorer bist. Das spricht nicht unbedingt für ihn, aber als Gesamtpaket für seine Größe, einfach nur was er geleistet hat an Punkten, 60 Punkte hier, 50 Punkte da. Das Game 1 2001 in den Finals gegen die unbesiegten Lakers ist bis heute legendär, 48 Punkte und er hat das Ding gewonnen für die Sixers. Und eins halt noch, bevor wir jetzt zu Dwyane Wade kommen, Iverson hatte halt diesen kulturellen Impact. Also die Leute reden davon immer kultureller Impact. Was meinen sie damit eigentlich? Allen Iverson war der erste NBA-Spieler, der wirklich die Hip-Hop-Kultur aus den 90ern, so wie sie damals in den 90ern präsent war, also mit Jay-Z, DMX, Jadakiss, Onyx, halt so richtige, ich weiß nicht, also wenn wir Jay-Z rausnehmen, richtige Street Rap-Artists, die auch einen gewissen Lifestyle und vor allem eine gewisse Attitude verkörpert haben. Und mit der kam Iverson halt voll in die NBA. Also in den ersten paar Monaten hatte er noch einen rasierten Kopf und keine Tattoos. Aber sobald er gecheckt hat, so, okay, ich bin in der NBA, ich bin hier safe, Digga, da kamen die Tattoos, da kamen die Cornrows. Und die Cornrows waren damals nicht so wie heute einfach nur so, ja, ich habe halt mir als Frisur Cornrows gemacht, sondern damals war das wirklich noch ein politisches Statement. Damit hast du dich aufgelehnt gegen das weiße Establishment. Damit hast du so sozusagen so ein bisschen, ich bin stolz, schwarz zu sein und ich lehne mich so ein bisschen gegen die weiße Gesellschaft auf. So wurde es damals zumindest verstanden. Und das kommt noch zu Iverson dazu als Spieler, was wir einfach dazu rechnen müssen. Sein kultureller Impact ist ein bisschen tricky, weil ich mittlerweile auch der Überzeugung bin, dass es auch sehr viel Negatives hatte für die NBA. Vielleicht mache ich da mal ein extra Video drüber, falls euch das interessiert. Aber jetzt erstmal so. Begnadeter Scorer, Monster-Athlet, kleiner Point Guard bzw. Shooting Guard, guter Verteidiger, wenn er wollte, schlechte Quoten und kultureller Impact. Das war Allen Iverson. Jetzt kommen wir zu Dwyane Wade und Dwyane Wade ist auch interessant wieder von meiner Seite aus, weil D-Wade war mein Lieblingsspieler aus dem 2003er Draftjahrgang, der legendäre Draftjahrgang mit LeBron, Carmelo, Dwyane Wade, Chris Bosh. Und damals kannten die Leute, in seinem ersten Jahr Dwyane Wade nicht. Ich habe da auch in meinen 4 Stufen oder 5 Stufen des Dwyane Wade drüber geredet. Der ganze Hype war Melo gegen LeBron und deswegen war Dwyane Wade so ein bisschen außen vor, hat aber den krassesten Impact auf die NBA und vor allem auf sein Team gehabt. Also der hat sein Team in die Playoffs geführt, hat dann in der ersten Playoff-Runde direkt den Game-Winner über Baron Davis getroffen.
hat sein Team in die zweite Runde geführt, wo sie, glaube ich, erst in 6 oder so verloren haben. Also Dwyane Wade war von Anfang an krass. Er war auch dafür 2 oder 3 Jahre am College, also er hatte schon die Erfahrung, der hatte einen NBA-Buddy, der war einfach ready. Und von allem, was ich über Dwyane Wade gelesen habe, ist er auch so am allernächsten dran an einer Kobe-Mentality. Also auch wenn er nicht so aussieht und auch wenn er das nie so krass so nach außen gebracht hat, wen es interessiert, das Buch von Tim Grover, Relentless. Ich versuche das hier zu verlinken, mache ich eigentlich auf Uncut nicht, aber mache ich jetzt für das Video. Da geht es fast ausschließlich um Dwyane Wade und wie Tim Grover, der persönliche Trainer von Dwyane Wade, Michael Jordan und Kobe, der hat die alle trainiert, alle im persönlichen Training, One-on-One. Wie der Dwyane Wade beschreibt, ist schon extrem krass, wie competitive Dwyane Wade ist. Und ja, also D-Wade kam halt rein, ein paar Jahre nach Iverson, 7 Jahre nach Iverson, war halt ein ganz anderer Spielertyp, war athletisch gebaut, eigentlich so ein bisschen wie Westbrook. Ich glaube, die haben etwa den gleichen, den gleichen Körper. Natürlich nicht ganz den Speed von einem Westbrook, aber dafür ein bisschen mehr Jumping Ability meiner Meinung nach. Wesentlich besserer Scorer, wesentlich effizienterer Scorer. Sehr gut in der Defense auch, wenn er will. Das ist, glaube ich, bei allen Superstars so, außer du heißt Kawhi oder Michael Jordan, dass einfach, wenn du die Offensive sozusagen die ganze Zeit tragen musst, dann hast du nicht so viel Power in der Defense. Aber Dwyane Wade ist, glaube ich, bis heute der Shooting Guard mit den meisten Blocks und den meisten Steals. Oder irgendwas in die Richtung. Ich glaube, er ist auf jeden Fall der Shooting Guard mit den meisten Blocks aller Zeiten. Und bei den Steals bin ich mir nicht ganz sicher, aber da hält er auch irgendeinen Rekord. Also defensiv auf jeden Fall eine Macht. Gibt auch geile Mixes von ihm. Schaut euch die mal an. So Dwyane Wade Block Mix oder Dwyane Wade Defense Mix. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da seht ihr erstmal, was der für ein Beast war in seinem Prime. Wenn ihr ihn nur so die letzten paar Jahre gesehen habt, dann vergesst es. So vor der Zeit, bevor LeBron nach Miami kam, der Typ war crazy. 2009 hätte er locker MVP werden können, aber es gab so viele gute MVP-Kandidaten in dem Jahr, dass es halt nicht wurde. Wir haben ja Iverson ganz gut zusammengefasst, deshalb will ich jetzt auch einmal die Zeit nehmen, um D-Wade zusammenzufassen. Also D-Wade, sehr, sehr robuster Spielertyp, daher sehr, sehr stark im Zug zum Korb. Hatte auch einen sehr geilen Crossover, weil er immer so gesprungen ist, fast in die eine Richtung. Also er hat gedribbelt und dann hat er halt den Cross angetäuscht und während er den Cross antäuscht, ist er so richtig hochgejumpt und hat ihn dann ziemlich weit unten unter den Knien rübergezogen und ist dann, wie ich das auch in meinem anderen Video beschrieben habe, ist dann mit der Schulter direkt am Gegner vorbei und war vorbei und hatte dann aber noch die athletischen Fähigkeiten, dass er das Ding einfach in die Fresse geslammt hat. Also es gibt so krasse Dunks von Dwyane Wade, weil er einfach immer, was auch geil ist, wenn er das Double Team gesplittet hat. Also er spielt ein Pick and Roll und er dribbelt und dribbelt und dribbelt und das Pick and Roll kommt und die wollen ihn doppeln und er splittet aber genau durch die beiden Defender durch, geht dann in die Zone und slammt ihn Jermaine O'Neal in die Fresse, Emeka Okafor in die Fresse, ich glaube Tyson Chandler in die Fresse. Also sucht da mal ein bisschen, man. Dwyane Wade in seinem Prime war absolut crazy, athletisch und wie gesagt super Defender, die meiste Zeit eigentlich wesentlich öfter als Iverson, aber auch nicht jetzt durchgängig immer Kawhi-Niveau und sehr, sehr guter Mitteldistanzwerfer, kein guter Dreierwerfer war Iverson aber auch nicht. Und ja, also locker der zweitbeste Spieler aus dem legendären 2003er Draft und das ist schon krass für jemanden, der eigentlich da reinkam als 5. Pick und von dem nicht besonders viel erwartet wurde. So, jetzt geht's darum, wer war besser. Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt auch nicht, wie die meisten das von euch aufnehmen werden, weil es kommt ein bisschen darauf an, wie alt seid ihr und es kommt ein bisschen darauf an, so wie rational habt ihr euch schon mit der NBA auseinandergesetzt, weil es gibt zum Beispiel, also Iverson ist ein sehr, sehr romantisierter Spieler. Alle Menschen lieben Allen Iverson und ich liebe ihn auch. Er war ein super Spieler, er war ein super Basketballspieler, ein riesen Vorbild für alle. Einfach do it yourself, do it your way. Sei du selbst, zieh durch, Alter, und
sei einfach, wie du sein willst, entschuldige dich nie und geh einfach straight durch die Wand. Das war Iverson und dafür lieben wir ihn. Dazu hatte er den Killer-Crossover, die Cornrows, die Tattoos. Es hat einfach alles gepasst bei Iverson und deswegen lieben wir ihn bis heute. Was aber nicht passt, ist, dass du als so ein guter Spieler nur einmal in den Finals warst, dass du außer Rookie of the Year und MVP, er hat Rookie of the Year und MVP gewonnen, dass du ansonsten keine besonderen Leistungen gebracht hast, also keine Awards gewonnen hast. Er war 2004 beim Olympiateam, war er der Anführer mit Tim Duncan. Das Team war Trash, aber ich bin trotzdem der Überzeugung, dass wenn Iverson besser gespielt hätte oder keine Ahnung, also dann sag lieber ab und lass dieses Team da mit ein paar Rookies hingehen und die gewinnen Bronze, aber er ist damit hin. Spricht auch für ihn, für seine Loyalität, absolut, aber es ist halt nicht der beste Look, wenn auf deinem Resümee Bronze bei Athen steht, anstatt Gold in Peking. Ich will eigentlich darauf hinaus, dass Iverson brutal war und wir lieben ihn alle und alles cool, aber er war nicht effizient. Er hatte oft Probleme mit Coaches. Er ist ziemlich schnell gealtert für NBA-Verhältnisse, was dann auch wieder so ein bisschen die Frage aufwirft mit seinem ganzen Practice-Ding. Ich weiß, dass das ganze Practice-Ding eigentlich aus dem Kontext gerissen wurde und das gar nicht auszusagen hatte, hey, ich will nicht trainieren oder sowas. Aber trotzdem, also wenn jemand so spielt wie er und den Status hat wie er, dann wundere ich mich schon, warum er eigentlich mit 30 oder 31 dann von einem Tag auf den anderen überhaupt nicht mehr brauchbar war. Also das war schon krass, wie er da praktisch nicht auf seinen Körper Acht gegeben hat. Ich denke, ich habe es jetzt schon ein bisschen gesagt, also warum ich finde, das waren jetzt mal so die negativen Aspekte bei Iverson und was mir persönlich fehlt, dass ich ihn jetzt über einen Dwyane Wade stelle. Auf der anderen Seite, Dwyane Wade ist halt mehrfacher Champion. 2006, man kann sagen, was er will, dass die NBA unbedingt wollte, dass Miami gewinnt. Mach trotzdem mal als Typ in deinem dritten Jahr mit, weiß ich nicht, 24, 25 Jahren, mach da mal bitte 42 Punkte in den NBA Finals. Ich weiß gar nicht mehr, was sein Punkteschnitt war. Ich glaube, sein Punkteschnitt war auch übertrieben hoch, aber ich weiß, dass er einmal 42 Punkte hatte. Und das ist schon crazy. Finals MVP, keine Ahnung wie oft All-Star, dann noch zweimal Champion mit LeBron natürlich. Und allein diese 3 Ringe und 5 Finals Appearances, allein das macht ihn in meinen Augen einfach schon zum besseren Spieler, weil ich habe beide spielen sehen. Und ich habe auch Dwyane Wade in schlechten Miami Heat Teams spielen sehen, genauso wie ich Iverson in schlechten Sixers Teams spielen habe sehen. Und Dwyane Wade war einfach immer, du hattest immer das Gefühl, okay, die können gewinnen, weil Dwyane Wade ist auf dem Feld. Und bei Iverson hatte ich immer das Gefühl, okay, Iverson ist auf dem Feld, er macht 40 Punkte, aber die Sixers werden verliehen. Also er hatte irgendwie nie so dieses, ich reiß die anderen mit. Es war eher, wie wir es auch gesagt haben, so dafür feiern wir ihn, ich gegen den Rest der Welt. Und das war auch cool, aber du hast immer gewusst, so, ja, das gewinnen die Sixers nicht. Und bei Miami, egal gegen welches Team, ich dachte immer, ey, Dwyane Wade reißt die irgendwie mit. Und also wenn es rein darum geht, wer war der bessere Spieler, würde ich Dwyane Wade nehmen, einfach weil seine Defense ein Stück höher war, weil seine Effizienz im Scoring besser war und weil er der noch krassere Athlet war und einfach weil er größer und stärker war. Und das hilft dir. Also du kannst noch so oft sagen, Größe, Height don't matter im Basketball, aber Height does matter, wenn der eine 1,93 ist und der andere 1,78. Also Dwyane Wade steht da auf jeden Fall für mich oben. Bei Iverson stört mich halt die geringe Effizienz im Shooting. Das passt mir nicht. Es passt mir nicht, dass er nicht oft genug gewonnen hat. Und es passt mir nicht, dass er ziemlich schnell halt aus seinem Prime rausgerutscht ist und dann kam nicht mehr viel. Er hat nie wirklich diese Rolle übernommen, dass er jetzt irgendwo der Veteran ist und nochmal Leuten hilft oder einfach trotzdem noch gut spielen kann, sondern es hat einfach komplett gedroppt im Talent. Und das ist meine Meinung. Also Dwyane Wade auf jeden Fall der bessere Shooting Guard all time, sowohl im Game, also von allen Fähigkeiten her, plus die Gewinnermentalität, die Karriere, einfach die bessere Karriere gehabt.
Iverson auf der anderen Seite, wirklich einer meiner Lieblingsspieler, von euch wahrscheinlich auch. Deshalb alles, was ich gerade gesagt habe, mit dem größten Respekt gegen Iverson oder mit dem größten Respekt für Iverson, alles, was ich gegen ihn gesagt habe. Aber wenn ich ihn vergleichen muss mit Dwyane Wade, dann ist Dwyane Wade einfach der bessere Basketballspieler. So, jetzt haben wir 20 Minuten geredet. Ich weiß nicht, ob sich das irgendjemand reingezogen hat. Was machen wir heute als Wort? Wir nehmen heute als Wort... Oh, mir fällt kein Spieler von Miami ein. Flash. Wir machen Flash. Schreibt Flash in die Kommentare, falls ihr es bis zum Ende gesehen habt. Und ja, Mann, ich hoffe, euch hat es Bock gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Interessante Frage. Stellt mir gerne weiter solche Versus-Fragen. Die kann ich auf uncut ganz gut machen. Und ja, Mann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Bis dahin, Peace!